Entschuldigung, kann ich dir kurz eine Frage stellen? Du willst mir keine Frage stellen. Ich will dir gar keine Frage stellen. Weitergehen. Ich gehe da mal weiter. Hier in Dassow an der Lübecker Bucht gibt es eine private Star Wars Ausstellung, das Outpost One. Das muss ich mir mal angucken. Auf etwa 1300 Quadratmetern können Besucher Sammlerstücke und Fankunst aus dem Star Wars-Universum bewundern. Guide Oliver Gatterer gibt mir heute eine VIP-Führung durch die Ausstellung. Direkt am Eingang erwartet uns eine beeindruckende Szene. Darth Vader und Stormtrooper in der Kulisse einer corellianischen Korvette. Einen Raum weiter finden wir uns auf Tatooine wieder. Ist das die Originalgröße? Das ist Originalgröße, ja. Also die Außenabmessung auf jeden Fall 1:1. Die innen drinne kann sein, dass 1 bis 2 Zentimeter nicht ganz stimmen. Als Tourguide muss sich Olli sicher viele dumme Fragen anhören. Ist das ein Mammut oder? Das ist ein Bantha. Ein Panther? Ein Bantha. Auf insgesamt 30 Sets ist der Großteil der Exponate integriert und nach der Abfolge in den Filmen auf der Tour angeordnet. Die Sets sind liebevoll den Original-Filmkulissen nachempfunden und kommen bei Sci-Fi-Fans richtig gut an. Ja, super geil. Perfekt. Einfach genial. War eine Überraschung von meinem Bruder. Was gefällt dir besonders? Die Figuren sind Hammer. Und heute natürlich Highlight. Man weiß nicht, wer sich bewegt und wer nicht. Denn heute haben sich unter die leblosen Ausstellungsstücke Mitglieder der 501st Legion, dem weltweit größten Star Wars Kostümclub, gemischt. Das Outpost One ist für die filmakkuraten Kostümnachbildungen die perfekte Location. So wie für das Java-Outfit von Rabea Will. Und ich fand die halt immer lustig, weil man mit denen auch im Cosplay Unsinn machen kann, ohne aus der Rolle zu fallen. Ich verstehe kein Wort. Cool. Die Laute kommen aus einem versteckten Lautsprecher, erzeugt von einem Modul, das in Rabeas Handschuh steckt. Natürlich darf der Bösewicht auf keinem Termin fehlen. Achim Hiltrop hat ein halbes Jahr an seinem Darth Vader-Kostüm gearbeitet. Der Club nimmt nicht nur an Conventions teil. Die Mitglieder leisten in ihren verschiedenen Verkleidungen auch Freiwilligenarbeit für wohltätige Zwecke. Jetzt kommt das Herzstück. Warte. In einen ganz besonders beliebten Schurken der Filmreihe verwandelt sich Benjamin. Der Helm. Boba Fett. Fett. Immerhin 30 Minuten dauert es, bis aus Benjamin Kopfgeldjäger Boba Fett wird. Wie kann man eigentlich sehen durch den Helm? Geht das? Ja, sehr gut. Bei dem Boba ist das sehr gut, die Sicht. Da gibt es andere Kostüme, die haben viel mehr zu kämpfen mit der Sicht. Wirkt schon so ein bisschen bedrohlich, weil man das Gesicht überhaupt nicht sieht. Das haben die meisten Helmcharaktere an sich. Aber das Schöne ist ja, es soll ja auch ein bisschen die Magie aufbauen, dass wir eben aus dem Film kommen, aus der Geschichte. Hier wird es ein bisschen frischer, ne? Ja, ist hier etwas kühl. Sind hier auf dem Eisplaneten Hoth. Auf dem Eisplaneten ein Snowspeeder in Originalgröße. Ausnahmsweise darf ich Platz nehmen. Gasbremse, Kupplung, ganz einfach, wie im normalen Auto. So, und das ist Fanart. Das hat tatsächlich so ein Star Wars-Fan gebaut? Die Tischlerei Wirth aus Rostock hat das für uns gebaut, korrekt. Mit Jo Sanders zusammen. Jo Sanders und seinen 12 Azubis. Das Outpost One ist ein Fanprojekt. Im Wesentlichen handelt es sich bei den Ausstellungsstücken um Nachbildungen von Fans für Fans. Hinter dem Projekt steht Mark Langrock, dem nicht nur die meisten Exponate gehören. Er legt auch selbst gern Hand an. Die Geschichte begann im Grunde 1978, da war ich 8 und das erste Mal, damals hieß es ja noch Krieg der Sterne, im Kino um die Ecke gesehen und ja, vom ersten Moment an gefangen gewesen. Meine Freunde und ich, nachgespielt, Kennerfiguren damals gesammelt, da ging dann die Sammlerleidenschaft los. Die Leidenschaft blieb. Die kleine Sammlung wuchs im Laufe der Zeit zu einer großen Kollektion. Darunter viele seltene und wertvolle Stücke. Es kam dazu, man sitzt zu Hause und freut sich an den eigenen Sachen und denkt sich, ach, das ist doch eigentlich zu schade, nur für dich, dass du hier einmal am Tag dich da reinsetzen kannst und dich dran freuen kannst. Gibt doch bestimmt noch viele andere, die das auch toll fänden.
Naja, und so kam dann die Idee mit einer Ausstellung, das eben der größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die nächste Ausstellung auf dem Gelände ist bereits in Planung. Marc Langrock führt mich über die Baustelle. Während bisher die meisten Objekte im Outpost One in Lebensgröße waren, soll sich hier alles um den Maßstab 1:6 drehen. Die Spannung steigt und dann, tata, gelangt man hier in den Hangar 94 im Maßstab 1:6. Der Falke, den wir hier sehen, hat damit eine Länge von 5,75 Meter. Der Besucher kann hier tatsächlich dann einmal um den Falken rumlaufen. Genau, und dann hier durch so einen kleinen Tunnel landet man nachher wie Gulliver auf Lilliput in Mos Eisley auf Tatooine im Maßstab 1:6. Man kann es schon erahnen, das wird sicher ein Highlight. Die Eröffnung der 1:6 Ausstellung ist für Ostern 2022 geplant. In originalem Maßstab im Hangar zu bewundern und tolle Fotokulisse für die 501st Legion, Nachbauten einiger Raumschiffe aus dem Star Wars-Universum. Darth Vader, kurze Frage, du schaust hier mal nach dem Rechten, ne? Selbstverständlich. Ja. Und alles okay? Das ging nie besser. Olli, war eine mega Führung, Dankeschön. Ja, gerne doch. Also ich hoffe, du hattest viel Spaß hier und kommst gerne mal wieder vorbei. Ja, ich bin gespannt auf die 1:6 Ausstellung. Wenn die losgeht, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Super Sache, freu dich drauf. Mach's gut, schönen Feierabend, ne? Wird dunkel. Ciao. Tschüss. Wer nun neugierig geworden ist, kann sich über die Ausstellung und Ticketpreise auf outpost-one.de informieren.